Während einer NATO-Übung im Baltikum überschreiten dadurch getriggerte russische Streitkräfte die Grenze der NATO-Ostflanke und beginnen mit einer umfassenden Invasion. Daraufhin entbrennen heftige Gefechte, während die Alliierten, angeführt von den USA, einen Gegenschlag in der russischen Enklave Kaliningrad planen. Dieses leider viel zu realistisch klingende Szenario ist die Ausgangssituation im RTS Broken Arrow, welches euch mit hunderten Einheitentypen auf beiden Seiten diesen Konflikt ausfechten lässt. Alles Wichtige zum diese Woche erscheinenden Top 30 Steam Wishlist RTS habe ich euch in dieser Zocker Lounge Preview zusammengefasst. Dieses Video wird euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, welche Broken Arrow mit seiner Vanguard Edition zum Vorzugspreis von 47,50 € im Angebot haben und mit welcher ihr dank Early Access dann auch sofort loslegen könnt. Hier spart ihr also mindestens 10 € gegenüber dem Kauf auf Steam direkt. Außerdem unterstützt ihr mit einem Kauf über meinen Partnerlink zusätzlich diesen Kanal. Die Maschine ist gecrashed. Kommt hierher! Wir haben hier einen Broken Arrow. Ein Broken was? Es ist der Code für eine verloren gegangene Kernwaffe. Ich weiß nicht, Zunächst mal, vergesst bitte den gleichnamigen Film mit John Travolta und Kristen Slater, in welchem in den USA eine Atombombe geklaut wird. Bis auf den Namen hat das Spiel nämlich nichts mit dem Film zu tun. Kurz gesagt ist Broken Arrow ein auf Realismus getrimmtes RTS ohne Basenbau, welches ihr sowohl auf Seiten der NATO oder Russland spielen könnt und vorab euren Pool aus Land-, Luft- und Wassereinheiten ganz nach eurem Spielstil individualisieren könnt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem taktischen Aspekt der Kriegsführung, was man vielleicht auch mit einer Prise Battlefield vergleichen kann. Denn im Grunde erobert ihr Kontrollpunkte auf der Map, welche ihr dann dementsprechend verteidigen müsst. So nutzt ihr zu Beginn einer Partie beispielsweise schnelle Einheiten, um neben den Kontrollpunkten direkt auch wichtige Engstellen oder strategische Erhöhungen für die nachrückenden Einheiten zu besetzen. Dabei sind eure Einheiten in 6 Kategorien unterteilt. Also in die eben schon erwähnten schnellen Aufklärungseinheiten, die Infanterie, Panzer, Unterstützungseinheiten, Artillerie und Luftstreitkräfte. Dazu kommen dann auch noch diverse kombinierbare Überschneidungen wie der Truppentransporter, welchen man am besten direkt mit Infanterie kombiniert spawnen lässt. Denn zu Fuß marschierende Infanterie ist erstmal wenig effektiv, wenn diese 5 bis 10 Minuten bis zum Schlachtfeld unterwegs sind. Alternativ geht's mit einem Transporthubschrauber natürlich noch schneller, was aber auch unter Umständen riskanter sein könnte, da dieser natürlich durch feindliche Luftverteidigung abgeschossen werden kann. Diesen Job erledigen neben mobilen Flak-Einheiten auch einsetzbare Kampfjets, die hier ganz kurzen Prozess machen, wenn ihr das Ganze nicht wiederum mit Boden-Luft-Raketen kontert, was die Jets wiederum mit Täuschkörpern zu verhindern versuchen und so weiter. Wer also einfach nur blind seine Truppen an die Front beordert, erlebt sein blaues Wunder. Das gilt übrigens auch für den Nebel des Krieges. Beginnt ihr zum Beispiel zu früh oder zu lang ein Sperrfeuer mit eurer Artillerie, wird diese für euren Feind sichtbar, der daraufhin zurückschießen kann. Ihr könnt aber in Broken Arrow noch eine Stufe weitergehen und sogar die Ausrüstung eurer Einheiten individuell anpassen. Das geht dann so weit, dass ihr die Infanterie so ausstattet, dass diese besser Panzer verteidigen können
oder ihr die Munition von Flugzeugen oder Artillerie wechselt. Insgesamt bietet euch das RTS dafür 300 möglichst realistisch umgesetzte Militäreinheiten, die alle möglichen Gefechtsszenarien abdecken sollen. Für Singleplayer-Spieler bietet Broken Arrow eine 19 Missionen lange Story-Kampagne im Baltikum, in welcher ihr sowohl auf Seiten der NATO als auch auf Seiten Russlands kämpfen dürft. Dabei soll jede der Missionen einen völlig anderen Schwerpunkt setzen, sodass ihr zum Beispiel einmal eine wichtige Schlüsselposition halten müsst und hingegen in einer anderen Mission eine waghalsige Offensive mit kombinierten Waffengattungen startet. Neben der Kampagne könnt ihr aber im Skirmish-Modus auf 19 Karten, welche realen Schauplätzen nachempfunden wurden, gegen die KI antreten und so auch diverse Truppenkombinationen testen. Diesen Skirmish-Modus könnt ihr darüber hinaus auch online mit bis zu 5 Spielern, also quasi als 5 gegen 5, gegen die KI in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen bestreiten. Gleiches gilt für den PvP-Modus, welcher entsprechend mit maximal 10 Spielern gleichzeitig gestartet werden kann. Erwähnenswert ist auch der Szenario-Editor, denn über diesen könnt ihr direkt zum Start ganz eigene Missionen entwerfen und diese dank Skriptsystem auch mit Dialogen und Zwischensequenzen ergänzen. Broken Arrow erscheint am 19. Juni auf Steam. Über die eingangs erwähnte Vanguard Edition könnt ihr allerdings schon jetzt den hoffentlich niemals in Wirklichkeit ausbrechenden Krieg gewinnen.